Mein Jörg muss wieder das Wohnzimmer auseinandernehmen. Die beiden haben schon mal die Maschinen am Laufen. Und Jürgen ist noch mal kurz wieder in den Motorraum, muss noch mal kurz wackeln. Also im Winter müssen wir das Problem wirklich mal angehen und gucken, welche Leitung genau den Wackelkontakt herstellt. Nachdem endlich unsere Maschinen angegangen sind, habe ich schon mal den Strom reingeholt und warte jetzt auf meinen Prinz hier. Er räumt erstmal das Wohnzimmer wieder auf. Morgens 10 Uhr in Ossenzeil. Hier ist der Steg, ganz schön lang, der Seitensteiger. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich auch tatsächlich dran vorbei bin. Ja, tolle lange Stege hier. Einfach schön. Ende Oktober sind wir wieder hier. Da geht unser Boot hier in Winterlager. Ja, wir haben jetzt gerade gehört, dass ab 1. November hier in Ossenzeil nicht mehr bedient wird. Und das bedeutet für uns entweder Umwerk über Echtener Bruck oder müssen spätestens am 1. November hier sein. Das heißt, letzte Oktoberwoche könnte dann unser Termin fürs Winterlager werden. Dieses Gerappel immer im Leerlauf, ganz furchtbar. Aber das kriegen wir nicht weg. Das liegt an der verminderten Drehzahl der Motoren beim Einkuppeln. Erst bei 600 laufen die dann problemlos. Auch dieser Hafen ist hier in deutscher Hand. Viele Deutsche haben ihre Boote hier liegen, aus Dithmarschen und wo sie alle herkommen. Die Sonne scheint, das ist schon mal gut. Wir haben jetzt das Problem, dass um 12:30 die Brücken halbe Stunde Pause machen. Und die letzte ausgerechnet vor Githorn. Und ja, wenn wir das bis dahin nicht schaffen, müssen wir irgendwo Zeit schinden. Oder so fahren, dass es noch klappt. Ja, ich habe Ihnen Anweisung gegeben, dass es frei ist, dass er durch kann. Nein! Mit dem Kran werden wir rausgekrant. Und solche Boote werden hier auch gebaut. Von Tessa. In Ossenzeil an der Brücke geht es zügig. Wir haben jetzt zwar vielleicht 1-2 Minuten gewartet und haben auch schon grün für Einfahrt ins Becken. Und die Brücke öffnet auch schon. Für den heutigen Tag unsere erste Durchfahrt hier in Ossenseil. Und wir haben Glück, dass es direkt von unserer Seite aus bedient wird. Die Durchfahrt ist nicht breit, aber zum Glück ist seit 2 Jahren ja der Drempel wieder weg. Montag, Dienstag und sogar manchmal mittwochs sind hier alle Restaurants geschlossen. Weiteres Boot möchte ich nicht unbedingt haben, dann macht das schon keinen Spaß mehr. Wir fahren jetzt in einer Maschine nur hier durch, dadurch muss ich ein bisschen mehr lenken. Die zweite Maschine dazu. Und einmal wieder Lenkrad gerade und alles ist gut. Wunderschönes Eckgrundstück. Um die Ecke kommt auch gleich schon die erste Brücke. Hier in Ossenseil ist es auch sehr schön. Klein, aber fein. 4 Brücken sind jetzt bis Stenwijk. Ah, die gehen schon runter. Super. Das Verrückte ist ja hier, das sind alles so Mini-Brücken. Und an jeder Brücke ist ein Brückenwärter, der sofort die Brücke öffnet, wenn er uns kommen sieht. Weil die Straßen sind alle nicht viel befahren. Das ist gar kein Problem und wir können hier so durchfahren. Ganz früher waren hier mal Automatikbrücken und ich weiß gar nicht, warum sie die abgebaut haben. Aber wir kommen an und es geht durch. Ohne Halt. Da läuft der Rasenroboter. Und der Entgegenkommer hat den gleichen Service. Bis er hier ist, sind wir durch und der kann auch gleich weiterfahren. Und wir sind auch hier gleich durch. Hier dahinter ist ein riesengroßer Campingplatz und auch ein riesengroßer Hafen, die Kluft. Und auch da haben wir schon öfters gelegen. Hier werden die Spundwände neu gemacht.
Das ist auch nötig, dass man das mal macht. Der Tourismus in Holland wird ganz groß geschrieben und da muss natürlich auch einiges mal neu gemacht werden. Wie hier zum Beispiel diese Spundwand. Auch ein Restaurant ist hier in der Kluft, was auch wieder betrieben wird. Wir verlassen jetzt Ossenseil und fahren zu unserem nächsten Ziel nach Gittorn. In Gittorn werden wir auf jeden Fall 2 Tage bleiben. Aus einer Baumwurzel eine Bank. Das ist schon hübsch gemacht. Und auch auf unserem weiteren Weg sind rechts und links Felder. Ich fahre sehr gerne diese Kanäle. Wie immer, Boder ist auf Tour. Ja, man merkt, dass es schon Ende der Saison zugeht. Es ist deutlich ruhiger auf dem Wasser. Da kommen mal wieder 2 uns entgegen. Und wieder eine Crew, die bei uns vorbeifährt. Stapelstühle, da erkennt man sofort das Charterschiff. Landwirtschaft, soweit das Auge reicht. Viele Bauernhöfe da hinten, viele Weiden und die Kühe stehen dann immer drauf und fressen frisches Gras, das ist schön. Dann schmeckt die Milch auch besonders gut. Und wir sind auch gleich bis zur Brücke vorgefahren und bekommen dann auch gleich den Grün angezeigt. In der Hoffnung. Jetzt kommt noch einer durch. Und das ist der letzte. Grün. Ah, super. Und schwuppsdiwupps sind wir auch hier wieder schnell durchgekommen. Hier gibt es jetzt wieder an allen Brücken einen Brückenwärter. Sie haben überall so einen kleinen Container hingesetzt mit Klimaanlage und damit Arbeitsplätze geschaffen. Das ist Nummer 3, die für uns heute aufgehen muss. Man sieht uns vom Weiden und da hier wenig Verkehr ist auf den Straßen, ist die Öffnung immer relativ schnell. Hier auch wieder ein schöner Bauernhof. Schwuppsdiwupp sind wir wieder durch die Brücke durch. Man muss bedenken, die Brückenzeiten sind hier bis 12:30 Uhr und dann ist Mittagspause bis 13 Uhr. Hier sitzt ja in jedem Häuschen einer drin und sieht ja sofort, wenn wir kommen. Und dann öffnet er zeitnah die Brücke, sodass man nicht stoppen muss. Die Maisernte wird auch bald beginnen. Das Korn ist schon rein, Kartoffeln zum Teil und der Traktor muss jetzt mal warten. Ach nee, muss nicht warten. Er biegt ab. Steuert jetzt so langsam auf die 4. Brücke zu. Die ganzen Wasserrastplätze, die hier existieren, sind natürlich keine Marekriten, weil die gibt es natürlich nur in Friesland und es sind aber auch nur ganz normale Wasserrastplätze. Marekriten ist kein anderes Wort für Wasserrastplätze, sondern das ist ein Wort für die Wasserrastplätze, die in Friesland durch die Marekritenvereinigung gepflegt werden. Dafür haben wir ja auch so eine Fahne an Bord. Muss aber nicht sein. Man darf die auch so benutzen, ohne die Fahne zu haben. Aber hier sind wir in Overijssel und nicht mehr in Friesland. Und wieder gibt es Essen für den kleinen Hunger. Ich natürlich nur herzhaft und Jörg mit Marmelade. Und herzhaft. Und herzhaft, ja. Reste vom Grillen esse ich. Und Käse. Auch die 4. Brücke öffnet sofort. Ja, mitten im Couch. Wir können schnell durch die Brücke fahren. Das ist einfach super, perfekt. Also wir können so durchfahren. Die Brückenwärter freuen sich, wenn einer kommt. Auch an der Nummer 4 kommen wir sehr schnell durch. Heute haben wir mit dem Wetter Glück. Die Sonne scheint die ganze Fahrt. Und mein Captain ist schon fleißig am Mampfen. Jetzt habe ich aber auch noch ein bisschen Hunger. Mit der Wasserkarten-App habe ich mal eben geschaut über Routeplan, wie weit das zur entscheidenden Brücke ist. Das sind 8 Kilometer. Das schaffen wir in einer Stunde. Also wir kommen noch vor der Mittagspause in Gittorn an. Jetzt sind wir hier an dem Abzweig von Steenwijk und fahren weiter in diese Richtung. Auch da ist ein schöner Hafen. Nach der Brücke sind wir jetzt aus dem Industriegebiet raus und jetzt geht es nur noch an der grünen Kante Richtung Gittorn. Gittorn ist ja ziemlich langgezogen, aber ist schon hier vorne, merkt man schon den Wind. Das ist ein bisschen frisch, aber immer noch angenehm. Dahinter sehen wir schon die vorletzte Brücke für heute.
Engländer sind auch hier unterwegs. Ob die auch wieder rüberfahren? Fragezeichen. Ja, die ersten mit den Riesenrouten, die belegen 50% des Kanals. Dann sollten sie wenigstens ein Signallicht dran haben. Auf der linken Seite gegenüber der Straße sieht man viele kleine Boote in Häfen. Das ist ein riesig langgezogenes Wassersportgebiet. Interessanterweise ist das schon eine größere Brücke und hier sitzt kein Brückenwärter. Wir sind am Ziel angekommen, haben jetzt noch die allerletzte Brücke für heute. Und auf der Seite ist ein schöner Stellplatz für Wohnmobile. Auch da haben wir einige Fans, weil wir auch Stellplätze ab und zu mit erwähnen. Auch die letzte Brücke öffnet zeitnah. Tolle Fahrt, muss ich sagen. Da gibt es nichts zu beklagen. Außer das Wetter vielleicht. Ich freue mich jetzt schon auf den schönen Passantenhafen, den wir auch schon oft besucht haben. Mit der tollen Sanitäranlage. Und wir bleiben hier 2 Tage. Morgen soll das Wetter ja nicht ganz so schön sein. Da werden wir gemütlich brunchen bei uns am Boot. Wir werden einfach mal die Seele baumeln lassen. Hier sind wieder viele kleine Ausflugsbötchen unterwegs. Gittern nennt man auch Klein Venedig. Frankfurt vor, da haben wir Glück, wir fahren immer bei Grün durch die Brücke. Hier ist natürlich das Touri-Zentrum und mit den ganzen Elektrobooten, also hier tobt im Sommer, vor allen Dingen am Wochenende der Bär. Ich kann nur jedem raten, nicht in den Ferien hier am Wochenende in Gittern zu sein. Hier werden viele Japaner auch hingekarrt mit Bussen von Amsterdam zu den Ausflügen. Hier ist auch ein kleiner Hafen, keine Passanten. Also hier gibt es auch eine Tankstelle für Autos und Boot gleichermaßen, aber ich finde die völlig überteuert. Da gibt es Boottankstellen, die sind deutlich billiger und ja, finde ich schon. Also hier würde ich nicht tanken. Ich kann jetzt gar nicht großartig ausweichen aufgrund des Elektrobootes. Muss also jetzt doch mit vorwärts, rückwärts müssen wir jetzt hier rein. Geht auch, wir können ja so auf der Stelle jetzt drehen. Wegen des Gegenverkehrs konnte ich hier nicht groß ausholen. Deshalb drehe ich jetzt hier mit linker Maschine vorwärts und rechter Maschine rückwärts auf der Stelle in die Hafeneinfahrt rein. Ja, drehen tun wir ja, aber die Frage, ob wir jetzt hier vorne, denn wenn die jetzt hier reingeht, dann bleiben wir hier vorne. Claudia und Frank gehen rechts, dann gehen wir links von der Landzunge. Das Manöver, was wir jetzt zeigen, funktioniert auch bei viel Wind, der vom Land kommt. Wir drehen, weil wir gerne mit der Backbordseite anlegen. Wir fahren mit dem Bug Richtung Ufer, dann muss die Leine über den Poller geworfen werden oder es ist jemand vor Ort, der wie hier die Leine an Land annimmt. Das ist natürlich der Idealfall. Wir haben hier nicht viel Wind, sodass das Ganze sehr einfach ist. Bei viel Wind muss man mit der Vorleine schnell sein, weil man hat nicht viele Versuche. Bei Ringen wie hier braucht man bei viel Wind definitiv Hilfe. Nachdem das Boot vorne belegt ist, kann ich in dem Fall mit der Steuerbordmaschine rückwärts das Boot an Land drücken. Bei Bedarf, um das schneller zu machen, kann ich mit Bugstahlruder und Heckstahlruder nachhelfen. Aber grundsätzlich geht es auch ohne. Ja, du kannst einfach die Leine vorne festmachen und dann ist alles gut. Solange die Maschine rückwärts läuft, bleibt das Boot sauber am Ufer liegen. Ich gehe erst von Bord, wenn das Boot zumindest am Bug und am Heck provisorisch belegt ist.
Sobald es vorne belegt ist, ist das Ganze relativ stressfrei. Marina kann ganz in Ruhe von Bord gehen und das Boot hinten belegen. Hier wird alles mit der Hafenkarte gemacht. Githorn und Blokseil gehören zusammen. Wenn man also da ein Guthaben von Blokseil hat, kann man das hier auch verwenden. Und ich schaue jetzt mal, ob wir noch Guthaben haben. Haben. Da sagt er 2,22 €. Ja, tatsächlich. Okay. Dann machen wir gleich zweimal. So, jetzt haben wir noch 72 Cent. Okay. Müssen wir nachher nochmal aufladen gehen. Ja, ich muss wahrscheinlich jetzt schon. Ich probiere meine mal. Na, gucken wir mal, was Frankie noch drauf hat. Oh, 2,93 noch. 2,93, kannst du auch zweimal drücken. Kann ja richtig asen hier. Wunderschöner Platz. Ist noch sehr viel frei. Da ist noch aber ganz viele Wohnmobile da hinten. Ja. Hätte auch in die Ecke fahren können. Hat man noch mehr Ruhe. Die Männertruppe hat gleich den Platz neben dem Toilettenhaus. Dann geht das schneller mit dem Bier wegbringen. Das Duschhaus in Githorn ist schon erste Sahne. Offen mit der Hafenkarte. Muss man natürlich immer mitnehmen. Und dann natürlich ein riesiges, modernes Duschhaus. Hier sind noch viele Boxen für kleinere Boote und jede Menge Wohnmobile. Wir gehen jetzt mal bezahlen. Hafenbüro. Hier wird gearbeitet. Vorsicht, Loch. Jetzt die Tickets und hier ist der Bezahlautomat. Bootslänge und Personenanzahl eingeben und dann mit der EC-Karte bezahlen. So, und jetzt willst du aber die andere noch aufladen, ne? Hier kann man mit der EC-Karte auch die Hafenkarte aufladen. Die ist für Strom und Dusche zuständig. Man kommt auch nur mit der Hafenkarte ins Sanitärgebäude rein. Wir laufen gerade mal nach Githorn rein und direkt am Anfang sieht man schon die Cafés, der Sonnenschein. Einiges los, zum Glück sind nicht so viele Boote auf dem Wasser. Wir gehen jetzt mal, wo wir mal vor Jahren einen lecker Eiskaffee getrunken haben, da wollen wir hin und schauen, ob der immer noch so lecker ist. Ihr seht, was hier überall an Elektrobooten steht. Da hinten, da den ganzen Kanal lang. Dann weiß man schon, was hier am Wochenende im Sommer los ist. Da hinten am Ortseingang ist auch gleich der Supermarkt. Das ist ja jetzt hier so die Touri-Meile, den Kanal einmal lang vom Hauptkanal. Und in der Mitte darf natürlich auch nicht der beste Kibbeling von Githorn fehlen. Was sich hier durchschleppt, das ist ja schon der Wahnsinn. Jetzt sind wir am kleinen Kanal, der sich durch Githorn schlängelt. Die Häuser sind alle mit Auto direkt nicht zu erreichen. Und wir wollen jetzt hier den Eiskaffee trinken, den wir vor Jahren getrunken haben. Schauen wir mal. Da kommen Erinnerungen hoch. 22 haben wir hier letztes Mal diesen leckeren Eiskaffee getrunken. Und heute wieder. Wir haben wieder den leckersten Eiskaffee mit Karamell gegessen hier in Githorn. Einfach Sahne. Der beste Eiskaffee in den ganzen Niederlanden für uns. Allein deshalb sind wir hierher gekommen. Githorn ist schon echt Multikulti. Hier ist heute richtig was los. Hier gibt es auch einen Eiskaffee, eine Boutique, die Menge an Leuten für den kleinen Ort und es ist noch Wochentag. Ja. Die werden mit Bussen hierher gefahren. Hier im Museum von Githorn kann man sich die Geschichte von Githorn anschauen. Zum Abend hat sich der Hafen doch ganz gut gefüllt, aber es sind immer noch genügend freie Plätze. Hinter uns gleich die Merlin aus Emmerich. Die zwei sind über den Rhein gefahren, 9 Stunden bis Hattem.
Na, ohne Gleitfahrt ist das schon eine ordentliche Fahrt. Da haben wir es etwas einfacher. Da vorne ist der Hafen und wir wollen heute essen gehen, weil in der Stadt ist nicht so viel auf und macht relativ früh zu. Deshalb gehen wir hier in die Eetkammer. Das ist nur ein Stück am Hafen entlang. Und ein schönes Restaurant, wo wir schon einige Male waren und wir waren nie enttäuscht. Ja. Ein schicker Laden. Und ja, Tische sind auf jeden Fall noch frei. Hat auch schon einige Preise. Und das Essen ist da. Einmal Fagenshas, also Schweinefilet. Ich ein normales Schnitzelchen mit Champignon-Rahmsoße. 350 Gramm das Schnitzel. Ja. Oh, das ist eine Hausnummer. Und ich habe Rinderbäckchen. Rinderbäckchen mit Rotweinsoße. Mit Rotweinsoße und Pastinackenpüree. Und ich habe Steak. Nachtisch gönnen wir uns auch. Creme Brûlée, Mit Eis. Tiramisu, zweimal im Becher und Dame Blanche. Lecker essen, sehr leckerer Nachtisch, gutes Ambiente, freundlicher Service, klare Empfehlung. Heute sind wir in der Pizzeria Fratelli, direkt am Kanal. Bei Sonnenschein und so ist das natürlich ja ganz toll. Man darf sich hier von der Bewertung nicht abschrecken lassen. Und da haben wir auch einen super Regenbogen. Super Regenbogen. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Auch drin ist das. Sehr gemütlich. Und da sind wir auch schon. Tagliatelle Gambaretti. Und da haben wir die Pizza. Auch mit dickem Rand und dickem Teig. Ja, sieht lecker aus. Die heute am Abend. Die war tagsüber völlig ausgestorben. Alle Touristen sind plötzlich verschwunden. Giton ist immer eine Reise wert. Gerade haben wir schon gesehen, heute Morgen werden wieder busseweise die Leute angekarrt. Das ist hier absolut Multikulti. Die kommen aus allen Regionen der Welt. Es ist schon verrückt, was Giton für Leute anzieht. Söderkluft, der Hafen hier war voll, aber nicht zu voll. Man kriegt locker noch einen Platz. Und ja, auch jede Menge Wohnmobile sind da. Der kommt auch sehr gut hier an. Und jo, wir waren gestern noch beim Italiener. Den kann man auch empfehlen. Da wollen irgendwie immer alle hin. Und das war auch sehr gut und lecker, bis auf den Nachtisch. Das hat uns nicht so gefallen. Ansonsten, ja, alles wie immer sehr schön. Und jetzt fahren wir weiter nach Schwarzlois.